Musik ist meine Passion, Musik ist alles für mich. Was Abbey Road besonders macht, natürlich die Geschichte. Es impliziert, dass es hier wirklich um Musik geht, dass hier Leute sind, die sich mit Musik beschäftigen. Als ich auch hier angefangen habe, war das eine der Sachen, auf die ich mich am meisten gefreut habe, mit ganz vielen Leuten in Kontakt zu kommen, die halt auch Bock haben, Musik zu machen. Man hat State-of-the-Art-Equipment, man hat unglaublich gute Abhörmöglichkeiten, man hat sehr gute Aufnahmemöglichkeiten und findet hier den höchsten Standard, den die Tonstudio-Welt zu bieten hat. Teamarbeit ist uns auch ganz wichtig hier, deswegen gibt es ganz viel Projektarbeit. Ja, wir arbeiten halt alle sehr anders und kreieren was sehr authentisch ist, aber man kann von jedem Workflow lernen. Wenn ich meine Ellenbogen auf ein solches Mischpult lege und schaue dort durch die Scheibe und arbeite mit einem Künstler, dann arbeite ich anders und dann passiert etwas. Also es ist natürlich was Besonderes, wenn man 10, 12 verschiedene Musiker in eine Klasse packt und die einfach mal auch so aufeinander loslässt. Dann bist du in so einem Raum voller Kreativität, da kommen überall Ideen zusammen und das bringt dich natürlich selber auch voll weiter, weil du teilweise an gewisse Sachen gar nicht gedacht hättest. Es ist dann immer schön zu sehen, dass ein Student, der eigentlich aus dem Rockbereich kommt, sich dann mit einem Student aus dem Hip-Hop-Bereich zusammentut und sich das gegenseitig beflügelt. And so the teaching is a broad introduction to engineering and production, but really hands-on, so that people learn by doing rather than just sitting in a lecture hall. Eine sehr gute Balance zwischen Theorieunterricht und Praxis. Wir bilden hier die Studenten auf den DAWs Ableton, Logic und Pro Tools aus und die Projektarbeit, die die Studenten machen, haben dann auch die Aufgabe, dass alle diese 3 DAWs benutzt werden. Bei all dieser Technologie, die wir hier sehen, dürfen wir eines nicht vergessen. Wir produzieren Musik. Es geht um Emotionen. Man beeinflusst sich gegenseitig. Dadurch entstehen dann eben magische Momente, die man schwierig, wenn man eben in seinem Heimstudio sitzt und über Zoom Audio überträgt, reproduzieren kann. Also es gibt von unserem Schulleiter Uli den berühmten Satz, erlaubt ist, was klingt. Und der wurde uns hier sehr früh eingetrichtert und hat mich wirklich sehr befreit in meinem Arbeiten. Die Ausbildung endet mit der Verleihung eines Diploms. Obwohl wir noch ein sehr junges Unternehmen sind, ist der Ruf unserer Absolventen sehr gut. Was auch daran liegt, dass wir eben keine Massen auf den Markt werfen, sondern nur mit kleinen Gruppen hier arbeiten. Wir feiern natürlich gebührend den Abschluss. Wir reisen nach London. Wir reisen in die Abbey Road Studios direkt dorthin und feiern eine große Graduation Party mit vielen Industriegästen und allen Absolventen weltweit. Gerade dadurch, dass ich vorher, ich sag mal, nur 1, 2 Kollegen hatte, die irgendwie auch selber ein bisschen Produzent gemacht haben, hatte ich vorher nicht wirklich Kontakte in die Industrie. Das ist jetzt viel mehr geworden so. Die Studenten werden auf das Berufsleben in Theorie und Praxis vorbereitet und nicht zu vergessen auch das Netzwerk, was sie hier auch lernen. Ja, und wer ein Netzwerk hat und sich einen guten Ruf erarbeitet, der wird auch davon leben können. Wir haben wirklich schöne Beispiele hier gehabt von Studenten, die dann auch mittlerweile in renommierten Studios sitzen oder mit Top-10-Künstlern arbeiten. Ich habe 3 der Studenten bisher übernommen. Ich denke, das spricht für sich. Ein Künstler merkt sofort, wenn jemand an diesem Platz sitzt, wenn er von Musik einzig nichts versteht, aber jede Menge weiß über diese vielen Knöpfe hier. Die Musik ist das Allerwichtigste in einem Tonstudio. Musik war die beste Entscheidung meines Lebens auf jeden Fall.